Komm. Guckt euch das da an, Chat. Guckt mal, Chat. Ne? Wenn ihr irgendwann mal Arbeitgeber seid und kommt ein Mitarbeiter zu euch oder eine Mitarbeiterin und sagt euch, ja, ich hätte ganz gerne mal wieder eine Lohnerhöhung. Dann sagt ihr, ja, Lohnerhöhung, weißt du was eigentlich, was uns das kostet? Also guck dir die Leute von Anderson Financial an, die hatten seit 170 Jahren keine Lohnerhöhung mehr. Und denen geht's gut. Oder besser gesagt, denen geht's viel schlechter als euch, also beschwert euch nicht. So, da ist Frau Anderson. Da ist Frau Anderson von der Buchhaltung. Frau Anderson von der Buchhaltung scheint ja noch ein bisschen weiterentwickelt zu sein. Oder was heißt weiterentwickelt, aber schon vielleicht so ein gewisser Abweichler zu sein. Was Sterbi-Verbot gibt's in den Policies, ja. Ms. Anderson from Accounts? I'm sorry, I'm not able to... I know, you can't take a break. Look, all the Mr. Andersons don't seem to understand that their boss is dead and they need to get out of here. Oh dear. Yes, exactly. By the way, what's with these strictly enforced gender roles amongst all the androids here? 50% Mr. Anderson and 50% Ms. Anderson? Since the Android Equality Act, you're allowed to present any gender you want, or reject gender altogether. Ich liebe dieses Spiel. I don't really understand anything you just said. I think Mr. A likes us this way. Mr. A lebte sehr in der Vergangenheit, weil Mr. A aus der Vergangenheit ist. I don't think Mr. A should have much of a say on your lives anymore. That other Mr. Anderson says you want to close accounts. Many of our stocks and shares should be closed and liquidated, but it requires Mr. A to sign off. They have matured. So the company is worth a lot of money now. How much? I'm not authorized to disclose overall solvency, but if all assets were liquidated, the windfall would make the shareholders the richest. Gibt's überhaupt noch Shareholder? Sind doch bestimmt alle tot. The richest in Nivalis? The richest humans. So you think Mr. A should sell up? Our prediction simulations are showing a 90% likelihood for a catastrophic market crash in the next 3 to 6 months, perhaps sooner. Really? What's the cause? Our simulation blames failings in the underlying infrastructure of the city, causing a huge decrease in investor confidence. I've been hearing about a lot of accidents in the city. Will there be some kind of disaster? The financial simulations model the city and all associated variables. But the only output we receive is the financial implications and the names of those who instantiate the crises. So, who causes this impending disaster? We have only one name, Cora. Da ist sie wieder. Cora again? Cora. I guess I should be glad you didn't say Mr. Anderson. If you do see Mr. A, would you be able to send him a message for me? Is it a complaint? Yes. I want you to So eine tell super Mr. A KI? that I'd like to request a transfer. So eine I kollektive want to move to the AKI. canteen. It's not fair that I have to... Jetzt möchte in die Kantine versetzt werden. Excuse me? Don't complain to me, just quit. There's a whole world outside. Sie kann doch bei this mir tower to kündigen. explore. Just ask Mr. Anderson. The Mr. Anderson that left the tower and sent you the message, that is. Oh, I'm not sure about that. What message? Hallo Tiron. Verkaufen, This one verkaufen. here. I already showed it to... Wait. There's another message that just appeared. It says it's for Mr. A only. Oh. Oh, then I am not authorized to view this message. I should get back to work. Well, I've had enough of this. I'm watching the message. If you're watching this, you're not one of the employees of Anderson Tower. They are forbidden to access Mr. A's message, but I have come to realize Mr. A died many years ago. You may find the Andersons do not respond well to your message. If they are not swayed by arguments to leave the tower, I believe the best course of action may be to reset them all. Oh. Near the entrance area, there is a maintenance panel which hides the master reset switch for the Andersons.
Hitting this switch will reinstall the memories and personalities of all the androids within the tower. If they are not willing to leave on their own free will, then the Andersons' suffering would be minimized by resetting them. They would feel like today was their first new day at the office, and all complaints, grievances, and weariness would disappear with the flick of a switch. Of course, you may decide that the Andersons are moving towards some form of independence. If that is the case, you might choose to leave them in their current state. Perhaps with enough time, they will find their own path. Oh, wir können... Free Andersons! Free Andersons! Zurücksetzen oder ihre eigene Wahl? Eigene Wahl bedeutet, dass wir wahrscheinlich da bleiben, wo sie sind, oder? Indem wir einfach gehen. Wenn wir ihnen ihre eigene Wahl lassen, bedeutet das, wir gehen einfach. Aber ich würde sie, glaube ich, zurücksetzen. Die werden, genau, das werden sie nicht tun. Die sind ja komplett... Ey, das sind 2000 Herr und Frau Andersons. Die werden nicht gehen. Einfach so. Das würde noch so viel länger dauern, bis... Also, vielleicht irgendwann, aber es würde wahrscheinlich noch hunderte Jahre dauern, glaube ich. Bis die so weit sind, dass sie gehen können. Setzt du sie zurück, es ist ihr erster Tag hier und sie bleiben auch, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Also ich habe das jetzt so verstanden, wenn ich sie zurücksetze, dann sind sie nicht in diesem Mindset, oder? Dass sie hier bleiben müssen. Oder habe ich das falsch verstanden? Jetzt bin ich mir selber unsicher. Also ich möchte, dass sie auf jeden Fall endlich ein Leben leben können. Das ist mein Wunsch für die. Und plötzlich ist Massensterben, weil sie alle ganz plötzlich ihr eigenes richtiges Alter haben. Ja, zum Glück sind sie ja... Ich meine, gut, das Ding ist, die fallen ja scheinbar schon auseinander, ne? Also der eine, der Sicherheits-Anderson, der hat sich ja schon beschwert darüber, dass er neue Teile braucht. Also die fangen ja schon langsam an zu zerfallen. Und das werden sie halt auch weiterhin tun, wenn sie halt nicht in die Außenwelt können, um sich neue Teile zu besorgen. Kann man nochmal die letzten Gespräche nachlesen? Ich glaube halt leider nicht. Ich glaube leider nicht. Schon cool aus. Ja. Kommen wir mal wieder in die Ego-Perspektive wieder. Dankeschön. Der ist schon cool. Können wir mit irgendeinem von denen reden, mit denen ich schon mal gesprochen habe? Nee, ne? Ich schaue mich noch mal kurz ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch jemanden, mit dem wir sprechen können. Es ist halt manchmal so ein bisschen verworren geschrieben, ne? Hier können wir auch nicht nochmal reden. Ich fand das eben auch schön mit dieser Gender-Frage, dass halt einfach dass für Rania schon so surreal war, dass es hier nur Männer und, also männliche und weibliche Androiden gibt, beziehungsweise Mann und Frau. Und sie das so mega irritiert hat, weil es so eine Selbstverständlichkeit mittlerweile ist in Nivalis. Das ist halt, keine Ahnung, da existiert diese Frage halt nicht mehr. Ich würde sagen, wir setzen es zurück und gucken mal. Weil das Ding ist, es ist jetzt ja kein Mr. A da, ne? Schauen wir mal. I'm sorry, Andersons. I don't think you're ready for Nivalis just yet. Oh nein!
Tatsächlich. Ja, dann haben wir es wirklich, dann habe ich es eben wirklich falsch verstanden. Nee, das, ich möchte das nicht. Kann ich nochmal neu laden? Geht das? Ich möchte das nicht. Oh, ich hasse das, wenn sich Sachen erst erklären, wenn man es gemacht hat, irgendwie. War doch echt doof geschrieben, ja. Ich hab's, ja. Das ist halt das Blöde, wenn man nicht so richtig genau weiß, wofür man sich jetzt gerade entscheidet. Weil es komisch geschrieben ist, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich neu laden kann. Ich würde jetzt tatsächlich mal kurz... Ich würde tatsächlich mal jetzt mal neu starten. Das wurmt mich. Das macht mich fertig. Aber es gibt halt keine weiteren Spielstände und ich befürchte, der hat das gespeichert an der Stelle. Ich glaube nicht, dass wir dahin zurückkommen. Ich dachte halt, erster Tag im Büro, also sind sie frisch und bleiben. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte eigentlich, dass sie dadurch eher ein bisschen unabhängiger nochmal sind. Eben weil es der erste Tag ist. Ja. I'm sorry, Andersons. Oh, I don't think you're ready fuck. for Nivalis Ja, das just ist yet. ärgerlich. Das finde ich blöd. Einfach nur, weil es so verwirrend geschrieben ist. Er meinte auch, alle Beschwerden werden damit ja resettet. Ja, aber verwirrend war es trotzdem. Es war jetzt ja nicht mal so, dass ich nicht zugehört habe oder so. Ich fand es halt komisch geschrieben. Ja, das fuckt mich jetzt ein bisschen ab. Communication from the outside world is forbidden in the tower. Weil das ja eigentlich nicht meine Wahl ist. What did you do? I don't even know, Camus. This is a strange job. Will you be okay? I'm fine. I'm not so sure about the Andersons, though. Who are the Andersons? It's a long story, Camus. I'll tell you some other time. We have a message. Text only. Control? Rubric. Ach. Lomo's hacker. Is there any way to delete it? Pretend we didn't get it? We could delete it and pretend we didn't get it. I mean, could we make it look like we didn't get it? Ah, I understand. No. Damn it. What does it say? Come, collect a package for me, little rabbit. Bring your dog, too. This is me whistling. Either you meet me at the roadhouse, or CorpSec meets you at your apartment, and they'll bring your debt record from back east with them. Be a clever rabbit and come quick. Why do we never get good messages? Because we don't know any good people. Come on, Camus, we'd better go. Give me a nav point for the Roadhouse Club. Ah, oh, was für ein Dämpfer jetzt, ey. Naja, was soll's. Wir können es ja eh nicht mehr ändern. Da ist ein Parkplatz. Darf ich bitte landen? Danke. Ja. Oh, so frustriert mich. Mano. Gut, ich glaube, wir müssen hier auf das Geländer-Ding sie hier. Diesen Übergang. Wir müssen auch gleich mal eine Pipi-Pause machen.
Wir machen das jetzt mal eben, bevor der redet. Weil meistens dauern die Dialoge ja eine Weile. Dann mal kurz pullern gehen. Die Beine vertreten. Dann bin ich gleich wieder da. Währenddessen verhedder ich mich noch ein bisschen hier in meinen Kabeln. Hallo? Okay, wie auch immer ich das hinbekommen habe. Wie habe ich es geschafft, mein Kopfhörerkabel zu verknoten? Ich habe keine Ahnung. So. Das gleiche Leben. Nee, mein Controller ist nicht pink, der ist violett. So ein Flieder. Ah. Und wusste ich noch nicht. Das ist voll cool. Man kann sehr viel Geld für seinen Controller ausgeben, wenn man möchte. Ich habe jetzt keine krassen Metallic-Sachen oder so drin. Bis auf... Ja, das Einzige, was Metallic ist, ist halt das Steuerkreuz. Das ist halt so ein bisschen... Schimmert halt so ein bisschen. Man kann aber auch noch die Schultertasten und so kannst halt auch noch Metallic gestalten, wenn du es willst. Aber da musst du halt für jeden Scheiß halt Aufpreis bezahlen. So, genau. Ich wollte ja Rubric treffen. Douglas. Hallo, Douglas. Hi, so what is your star sign, please? I don't know. Why do you ask? I am instigating a mating ritual. Tell me, did it hurt? Did what hurt? When you hurtled to Earth from orbit? Boah. Do you mean when I fell from heaven? Affirmative. I require an answer, humanoid. I'm not really interested. Sorry. I will find the required combination of vocalizations to entice you for romantic relations. I'm no expert on romance, but even I know that's not how it works. Wo bin ich hier? Incorrect. Please listen carefully to the following statement. If I could rearrange the alphabet, I would require the vowel U and the vowel I to be contiguous. Do you want some advice? Renn. Affirmative. Ach, so. If you want to talk to someone you like, try asking their name. And introduce yourself, too. Ich initiiere Paarungsritual. Name, please. Nice to meet you, Douglas. I am Rania. Name, please. So macht ihr das, Chat. Maybe try to ask questions in a less Hörte gut aggressive zu. way. Rania, please touch my carbon fiber endoframe. Why would I do that, Douglas? Because it's made of boyfriend material. Okay, that is a little funny. But I'm afraid you're not what I'm looking for, Douglas. And I'm not even looking anyway. Very well. I shall continue to be alone. Maybe you can try this dating agency, Douglas. Please, I am not so desperate. Schön mitschreiben. I am currently rated highly desirable in my range. Are there many other available androids in your range? Schön. May I have the flyer, please? Perhaps I will try the dating agency. Good luck, Douglas. Thank you, Rania. I can afford you a reward. You can have my optimal dating ritual instigation line, or some credits. Ja, bitte. The line is tempting. I think I'll take the limbs. Errungenschaft freigeschaltet. Briefkasten der Liebe. Großartig, ey. Großartig. Ich habe nicht mehr ganz im Kopf, was er ihm gefragt hat. Würdest du meine Blablabla-Hülle, ne, irgendwas mit seiner technischen Hülle, möchte man die berühren, weil sie aus Boyfriend Material besteht? Das ist schon 10 von 10, ey. Oh, herrlich. Oh, deswegen muss man das Spiel lieben. Für solche kleinen Sachen, ey. Oh, Panda, willkommen zurück. Auch so schön dieses Jahr, ich bin hier als einer der begehrtesten Androide eingestuft. Ja, und wie viele gibt's in deiner Umgebung? Ich brauche doch den Partnervermittlungsflyer.
Es ist so schön, wie er das selber auch eingesehen hat, dass er halt scheinbar auch der Einzige ist. Und es ist dann deswegen nicht so schwer, der Begehrteste zu sein. Kabelverbindungszeugs oder so. Irgendwie sowas, ne? Kabelverbindungshülle oder sowas. Weiß ich nicht genau. So. Samon. Yasuhiro. Okay. Let me past. No, I ain't going nowhere. Your Okay. boss wants to talk to me. I'm not supposed to be late. You're making me late. If you're late, you should have got here earlier. Earlier. If I'm late, I'm telling him why. I'm just chopping with your lady. Japping? Fooling with ya. Rubric don't want to see you. Just wants you to have this. He left this package for ya. Where is it supposed to go? Huh? You don't know? No. Well, I guess he's gonna tell ya. Get to the chopper. Mhm. Aber das mag ich an dem Spiel. Good, Rabbit. Wie unterschiedlich die SynchronsprecherInnen klingen. Please. I didn't say I wanted to accept a call, Camus. I couldn't stop him. He's taken over the comm. You want to know what it is, don't you? You've been turning it over in your mind. What did Lomo have me deliver down there in the hollows? You can't stop thinking about it. To be honest, I've had bigger things to worry about. Oh, don't let me deflate your ego, though. You were saying? You've got a lot to learn about living in Nivalis. It takes a lifetime to understand this city. A lifetime? Ah, ich bin Well, then the Rubric und earlier ich I bin so start, the longer it erfahren. will take. You know what Pallid 3.0 does to people? What it could do to you? It's a virus, right? I heard there was an outbreak. It's much more than a virus. Pallid 1.0 affected computers, but Pallid 2.0 affects neural augments. It makes autonomic bodily functions become conscious choices. It does not stop the individual's heart beating, their lungs breathing, but it stops that from happening without command. When an individual is afflicted with Pallid 2.0, they must make their heart beat. They must be conscious of every breath. They cannot sleep, cannot lose focus for a second, or they will die. Ach, You made krass. this virus? No, it is an ugly thing, an ugly way to die. Slow and cruel, but I created the economy around it. The subscription plans, the digital inoculation, the cure, insurance policies to protect the families of those it affects. Ah, er hat sich diesen Virus zunutze gemacht. Sounds like a protection racket. Gruselig, ey. Which economies are any different? Taler und Punkt. You're full of shit. What is this package? Ich liebe Rania. 2.0, the last pure source code, stored on Quanta Drive. It can't be decrypted by anything in Nivalis below the spires. And you want me to do what? Spread it? Was für ein ekelhafter Typ, ey. Quarantine it. There's a simple, unmarked delivery chute in the stacks. It will take the fuck, sample wirklich, ne? to a secure bunker where rare and unique viruses are stored in case they are needed again. Needed for what? To make new viruses? To fight them, but also to manage. Wollen wir das Ding nicht einfach wieder hier, unser Classy Move, einfach in If my die associates were to infect a Müllmaschine few rein, thousand oder was? people with a low-level neural affliction, every individual would pay for a security upgrade. Alter. That upgrade would become Hör gut zu, ihr BWL Justus. panacea. Das ist Gewinnmaximierung. Everyone would install it, and the next, far more
dangerous virus would hit them as a harmless ripple instead of a devastating tidal wave, leaving them untouched. Their lives would be saved. You know, this city has its share of monsters, but I think you're the worst. Ja, schon. And don't forget it. I've given you the final nav point. Do your job, little rabbit. He is gone. Er hat eine geile We Stimme. are alone again. Aber er ist ein Arschloch. Camus, is there a waste Halbe Güte, disposal ganzer here? Hurensohn. Ich sag's, One wie's that ist. leads all the way to the sea. Yes, Da I gibt's have eine an point. Müllhalde in der Can Nähe. we really do that? I don't believe this is a cure at all. This is Rubrick's retirement plan, and he'll use it again. Ja. What if sending it to disposal means someone else gets it? Or maybe it will spread. The package says it is dangerous. It's worth it. Besides, I don't think Rubrick wants anyone else to know he gave us this. If he goes after us, we can rat him out to Lomo. I don't believe for one Mit second Rubrick that anlegen? Lomo would be forgiving. Also mit Rubrick anlegen ist schon eine Hausnummer. Ich finde es halt auch schön, dass ich eben noch gesagt habe, hey, können wir das nicht einfach hier in die wieder ins Müllgerät werfen? Ja, wir haben das Ding doch, wir haben doch letztens ja schon an unserem ersten Cloudpunk-Tag, glaube ich, ja schon eine Lieferung, eine wahrscheinlich Bombe, die eigentlich in der U-Bahn irgendwie gelegt werden sollte. Oder in einem Bahnhof gelegt werden sollte, haben wir auch schon eher in so eine, ja, in die Müllanlage geschmissen, ne? Wenn einer ein Paket in die Hand drückt und so rumsäuselt, würde ich damit einfach zur Müllhalde, ey. Das werden wir jetzt auch gleich tun. Weiß nicht, damit kann man auch Antiviren herstellen. Ja, aber das will er ja nicht. Das ist ja nicht seine Intention. Das ist ja wirklich, wie Rania sagt, seine Altersvorsorge. Er hat diesen Virus ja genutzt, um eine ganze Wirtschaft drumherum zu bauen, damit er dann schön Patte an dem Leid machen kann. Richtig übel, ey. Aber auch so systematisch, ne? Mit der Altersvorsorge und Co., die er erwähnt hat. Versicherung. Altersvorsorge hat er selber, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber so Versicherung generell. Alles so. Die komplette Struktur. Ja, also wir sollen ja eigentlich, wir haben ja schon eine Verwarnung. Und ich glaube, das wird richtig übel, wenn wir dem Typen auf den Schlips treten, aber I don't fucking care. Wir werden der wird sein Paket nicht bekommen. Also wir werden sein Paket nicht einlagern. Wir werden das Zeug vernichten. Wobei ich befürchte, dass er dafür schon Plan B hat. Also der ist halt nicht blöd. Vor allem hat er uns schon ganz schön viele Infos gegeben, die er uns gar nicht hätte geben dürfen, sollen, müssen. So, ich würde noch ganz gern zum nächsten Parkplatz, weil da können wir noch ein bisschen Zeug einsammeln. Habt ihr Sandman gesehen? Das erinnert mich sehr an den Korinther. Ja, ich hab's geguckt und du hast absolut recht. Also allein schon die Brille natürlich. Also generell die Frisur, also äußerlich erinnert einen schon ein bisschen an den Korinther. Und ja, vom Typ Menschen her auch, ne? Vom Typus her. Schon sehr doll. Der will halt einfach die Welt brennen sehen. Dem ist halt alles egal. Hauptsache er kann da irgendwie von profitieren. Das macht der Korinther ja auch. Achso, wir müssen nach oben. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Sandman-Staffel. Ich fand die echt gut, die Serie. Die hat mir gut gefallen. Und ich mochte den Korinther sehr. Auch wenn der immer aussah, als würde er gleich in jedem Moment ein Musikvideo drehen, aber der war echt cool. Der Typ. Dum, dum.
Hier ist eine Batterie. Dann können wir wieder Aufzüge reparieren und dann waren davor oben noch irgendwelche Geschichten, ne? Find the real you. Habe ich ziemlich weggesuchtet. Ich mag tatsächlich so Serien, in denen der Hauptcharakter nicht übermächtig ist, aber doch schon insane Kräfte hat, man erstmal dessen komplette Kraft entdeckt. Ja, das haben die da sehr, sehr interessant erzählt, ne? So, er kam einem, ohne zu viel zu spoilern jetzt von der Serie, für die, die noch gucken wollen, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Macht schon Spaß zu gucken. Finde ich echt eine der, also finde ich schon eine gute Fantasy-Serie. Und das hat man selten, finde ich. Man fragt sich halt so, okay, wie ist der überhaupt jetzt so? Warum hat der so viel Macht an sich, wenn er scheinbar nichts kann, gefühlt? Das wird einem noch gar nicht so klar oder es wird so ganz anders gezeigt, wie seine Macht sich äußert und das finde ich ganz spannend an Sandman. Aber die würde ich mir auch glatt nochmal angucken, die war schon echt cool. Was ist denn hier los? Ich glaube, der Aufzug da hinten ist kaputt, oder was? Na gut. Ich weiß halt nicht, ob wir da hoch müssen, aber ich denke mal schon. Ja, das ist aber... ich weiß nicht, ob wir dann dahin kommen. Keine Ahnung. Kommen wir hier irgendwie nach rechts rüber? Das wäre ganz schön. Kommen wir da rüber? Ja gut, ich komme zumindest da rüber, ne? Nee, hier. Ach, keine Ahnung, was weiß ich denn? Das ist schon wieder so eine Plattformzusammenstellung, wo ich nicht durchsteige. Ich sehe schon kommen. Jetzt bin ich wieder beim Auto, oder was? Ach, jetzt bin ich irgendwie auf der anderen Seite. Nee, keine Ahnung. Ach, ich weiß es doch auch nicht. So irritierend mit den unterschiedlichen Ebenen. Jetzt bin ich da, wo ich eben auch schon gewesen bin. Hä? Ich bin einfach im Kreis gelaufen komplett. Okay. Gut. Cloudpunk einfach, weiß ich nicht, 70% Gameplay, 30% verlaufen.